Ein außerirdisches Mädchen, gefoltert und misshandelt, wird von einem mutigen menschlichen Soldaten gerettet. Die unendlichen Weiten des Weltraums erstreckten sich vor ihnen, ein Leinwand aus endlosen Sternen und fernen Galaxien. Captain Amelia Sinclair blickte auf den Bildschirm der Intrepid, die ersten interstellaren Forschungsschiff der Menschheit. Ihr Herz rast vor Aufregung und Besorgnis. Nach jahrzehntelanger Vorbereitung und Planung war der Tag endlich gekommen. Die Menschheit stand kurz davor, ihren ersten offiziellen Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation herzustellen. Amelia konnte nicht anders, als zu staunen, wie sie gekommen wären. Von alten Sterngucken zu interstellaren Reisenden, angetrieben von unstillbaren Neugier und grenzenloser Neugier. Captain, wenn uns den Koordinaten, die uns von der außerirdischen Übertragung übermittelt werden. Erster Offizier, Commander Jack Larson, meldet. Sensoren erfassen ein groß künstlich Struktur, die anders ist als, was wir je gesehen haben. Amelia nickte, ihr Finger trommelten nervös auf der Armlehne ihres Sofas. Stuhl, bring uns und. Langsam, Jack, lass uns kein plötzlichen Bewegungen Mädchen als die Intrepid nahe kam, wird die außerirdische Struktur deutlicher sichtbar. Ein massiv, glänzend Raumstation, deren komplexes Design ein Unis des technologischen Konnens ihrer Skopfe war. Amelia spürte ein Gefühl von Aufregung und Besorgnis zugleich. Offne einen Kanal, befahl sie. Mal sehen, aber ersten Kontakt herstellen können nach einem kurzen Moment. Rauschens flackert ein holographisches Bild. Auf dem Bildschirm von the Views am Leben. Amelias Augen weiteten sich, als sie den außerirdischen erblickt, einen großen, schlanken Humanoiden mit markanten Gesichtszügen und durchdringenden Augen, die in die Ziel zu blicken schienen. Seid gegrüßt, Menschen der Erde, sagt der außerirdische mit einer seltsam melodischen Stimme. Ich bin Sayara, Vertreterin der Galaktischen Konföderation. Wir haben Ihren Fortschritt. Sieht ein Gesicht beobachtet und heißen Juk in der Galaktischen Gemeinschaft willkommen. Amelia holt tief Luft, ihr Gedanken rasten, während sie sagt. Ein Antwort im Namen der Menschen der Erde zu formulieren. Fühlen wir uns geehrt, Pi Laura, bekannt zu Mädchen. Wir kommen in Frieden, im ITDM tiefen Wunsch, eine Zivilisation kennenzulernen und zu verstehen. Sars Lippen versogen sich zu einem leichten Lächeln. Es freut uns, das zu hören, Captain Sinclair. Wir haben viel miteinander zu teilen und hoffen, dass dies Begegnung den Beginn einer fruchtbaren und dauerhaften Partnerschaft markiert. Während die Communication fortgesetzt wird, konnte Amelia nicht umhin, ein Gefühl des Staunens und der Besorgnis zu empfinden. Die Auswirkungen dieses ersten Kontakts waren wahrlich überwältigend, und sie wusste, dass sich der Lauf der Menschheitsgeschichte für immer verändern wird. In den folgenden Wochen und Monaten arbeitet die Besatzung der Intrepid unermüdlich daran, eine starke diplomatisch und wissenschaftliche Beziehung zur Galaktischen Konföderation aufzubauen. Unter Amelias stetiger Führung führten sie ein Reihe von kulturellen Austauschprogrammen durch und tauschten Wissen und Technologie im Geist gegenseitigen Verständnisses aus und die Zusammenarbeit der Außerirdischen. Bekannt als die ihre waren eine hochentwickelte Zivilisation. Ihre Beherrschung von Wissenschaft und Technik übertraf sogar die größten Errungenschaften der Menschheit. Sie waren auch sehr neugierig auf die Menschheit und fasziniert von ihrem Einfallsreichtum, ihrer Widerstandsfähigkeit und Kreativität. Die Art und Weise, wie ihr Menschen problemlos, ist wirklich bemerkenswert, bemerkt Sarah während einer ihrer gemeinsamen Forschungssitzungen. Besitzt eine einzigartige Kombination aus analytischem Denken und unkonventioneller Innovation, die wir bei anderen Spezies noch nicht gefunden haben. Amelia lächelte und blickte sich im geschäftlichen Leben wo menschlich und außerirdisch Wissenschaftler sieht und sieht arbeiteten. Ihre Gedanken waren nahtlos miteinander verwoben. Wir sind ein jung und ehrgeizig Rasse, sagt Kaisara. Unser Drang zu erforschen, zu verstehen und die Grenzen des Möglichen zu erweitern, hat uns definiert.
Im Zuge der Vertieften Zusammenarbeit werden die Menschen im IT-Teilers fortschrittlichen Technologien vertraut gemacht, von leistungsstarken Energiegeneratoren bis hin zu hochentwickelten medizinischen Behandlungen. Im Gegensatz teilten SIE ihre eigenen Innovationen, Light Metal Lieferungen, bis hin zu revolutionären Rechenalgorithmen. Aber der Wawat diese Partnerschaft reichte weit über den Austausch von Wissen und Technologie hinaus. Emilia erlebte die allmähliche Auflösung von Vorurteilen und das Entstehen einzigen Verständnisses zwischen den beiden Zivilisationen. Die Menschen haben uns gesagt, dass es mehr als einen Weg so groß gibt, sagt Stara während eines diplomatischen Treffens. Ihre Bereitschaft zu lernen, sich anzupassen und unerwartet Verbindungen zu knüpfen, war wahrhaft inspirierend. Als sich die Intrepid darauf vorbereitet, so Erde zurückzukehren und einen Reichtum an neuem Wissen und geschmiedeten Allianzen mitzubringen, konnte Emilia nicht anders, als Stolz und Optimismus zu empfinden. Dies war erst der Anfang der Reise der Menschheit in die Weiten des Kosmos. Und SIE wusste, dass die Partnerschaft, die SIE im IT den Hilary Jesklesen hatten, ein wichtiges Fundament für die Herausforderungen und Entdeckungen sein wird, die vor ihnen lagen. Die Intrepid landet auf dem pulsierenden Weltraum. An Bord der ersten außerirdischen Kolonie der Menschheit, New Horizon, werden Emilia und ihre Crew wie Helden empfangen. Sie gingen von Bord und werden von einer jubelnden Mensch begrüßt. Triumph über die Unermesslichkeit des Weltraums ist unübersehbar. In den bewundernden Blicken, die ihnen folgten, regte sich während der Feierlichkeiten ein wachsendes Unbehagen in Elias Magen. Etwas stimmte nicht. Sie spürte es in der angespannten Unterströmung, die durch die sonst so lebhafte Atmosphäre der Kolonie lag. Augenblick später kam die Antwort in Form einer verzweifelten Nachricht vom Kuriosenposten, der nur wenige Kilometer entfernt lag. Captain Sinclair war den angegriffen. Unser Verteidigung war durchbrochen und war erleiden schwere Last. Wir benötigen sofortige Hilfe, wann zu sagen, handelte Emilia sofort und mobilisierte ihre Crew und die Sicherheitskräfte der Kolonie. Dies ist kein Sieg zum Feiern, erklärte Sie. Ihre Stimme klang grimmig und entschlossen. Unsere Verbündeten im Exil sind in großer Gefahr und wir müssen ihnen zu Hilfe kommen. Die Intrepid und ihr Begleitschiff rasten auf die Eyrie zu. Außenposten. Emilia spürte ein Mischung aus Angst und Entschlossenheit. Durch ihre Erdern Strömen. Die Kagerie waren mehr als nur verbündet geworden. Sie waren Partner, Freund und der Schlüssel zu einer Zukunft, in der die Menschheit zwischen den Sternen gedeihen konnte. Die Scene, die Sie am Außenposten empfing, war Chaos und Zerstörung. Rauchqual aus beschädigten Gebäuden. Und die Luft war erfüllt vom Lärm von Waffenfeuer. Lilias Herz sank, als Sie. Die Kagere Verteidiger gegen ein Horde Unbekannter, wild aushände Aliens kämpfen sah. Wer sind Sie? Fragte Sie. Ihre Augen verengten sich, als Sie das Schlachtfeld überblickte. Abtrünnige Fraktionen der Galaktischen Konföderation. Ein Kommandant. Antwortete mighty angespannte Stimme. Die von einer Mischung aus Watten Verzweiflung durchdrungen war. Sie versuchen, unser Bündnis im IT den Menschen zu zerstören und die Kontrolle über unsere Ressourcen und Technologie zu erlangen. Emilia nörschte im IT den Sahnen und wandte sich ihrer Crew zu. Wir sind gekommen, so weit weg, als dass sie uns das nehmen konnten. Alle Einheiten müssen den Feind angreifen und die ihre Streitkräfte unterstützen. Wir müssen die sen Außenposten jeden Preis verteidigen. Die darauf folgend Schlacht war erbittert und unerbittlich. Doch die während Markt der menschlichen und Teilestreitkräfte setzte sich schließlich durch. Als die letzten Feinde sich zurückzogen, stand Emilia inmitten der Trümmer. Blick war auf den ihre Kommandanten gerichtet. Das war nicht der Empfang, den wir erwartet hatten, sagte Sie. Ihre Stimme klang müde und entschlossen. Aber wir sind hier und wir werden in ihrer Seat stehen, Eagle was passiert. Es liegen Herausforderungen vor uns, der ihre Kommandant ergriff ihre Hand. Sein Augen leuchteten vor Dankbarkeit und neuem Respekt. Dann werden wir gemeinsam eine Zukunft gestalten,
die Grenzen unsere Welten überschreitet. Nach dem Angriff auf den Cyariosen Posten Vertiefte sich die Partnerschaft zwischen der Menschheit und der Galaktischen Konföderation. Geschmiedet im Schmelztiegel gemeinsame Widrigkeiten. Amelia und die Crew arbeitet unermüdlich seit mighty ihren außerirdischen Verbündeten, nicht nur die Verteidigung der Kolonie zu stärken, sondern auch die Ursachen des Angriffs der Renegaten aufzudecken. Durch akribisch Untersuchungen und interkulturell Zusammenarbeit entdeckten SIE, dass die Renegaten Teil einer größeren Bewegung innerhalb der Konföderation waren, die den Status quo bewahren wollte. Angst vor den disruptiven Auswirkungen der Ankunft der Menschheit auf der galaktischen Bühne brachten die Menschen einen Geist des Wandels und der Innovation im IT, der die etablierte Ordnung bedroht. Einer der gefangenen Renegaten-Führer gestern im Verhör. Wir können nicht zulassen, dass SIE das fragile Machtgleichgewicht stören, das seit Jahrtausenden besteht. Amelia Stern runzelt sich entschlossen, als SIE den Worten des Gefangenen lauschte. Es geht nicht Machterhalt, entgegnet SIE MIT fester, entschlossener Stimme. Es geht darum, eine Zukunft zu gestalten, in der all Zivilisationen Seat gedeihen können, während in unserem gemeinsamen Streben. Das durch Amelias leidenschaftlichen Appell in Spirit Wissen und Verständnis wären lasten die Führung der Serie, mutig schreit zur Umgestaltung der Konföderationspolitik zu unternehmen und sich für einen inklusiveren und kooperativeren Ansatz einzusetzen. Allmählich begann sich die Beziehung zu wenden, als an der Mitgliedszivilisationen den wird erkannten, denn die einzigartige Perspektive und die Problemlösungsfähigkeiten der Menschheit einbringen konnten. Die Menschen haben uns gesagt, dass es mehr als einen Weg so groß gibt, bemerkt Serie während einer historischen Versammlung des Regierungsrats der Konföderation. Ihre Bereitschaft zu lernen, sich anzupassen und unerwartet Verbindungen zu knüpfen, war wahrhaft inspirierend. Es ist in der Zeit, dass wir die Sen Wandel nehmen und damit ein neue Ära der Zusammenarbeit und des gemeinsamen Wohlstands einläuten. Im Lauf der Monat vertiefte sich die Partnerschaft zwischen der Menschheit und der Galaktischen Konföderation durch den Austausch von Wissen, Technologie und kulturellen Traditionen und wurde zu einer wechselseitigen Angelegenheit. Amelia und ihre Crew wurden eingeladen, daran teilzunehmen. In diplomatischen Missionen, wissenschaftlichen Expeditionen und kulturellen Austauschprogrammen wurden Verbindungen geknüpft und das auf der Erde aufgebaut Vertrauen gefestigt. Die Nachricht vom erfolgreichen ersten Kontakt der Menschheit mit dem Weltraum und der entstehenden Allianz verbreitet sich war ein Laufjahre und in Fact ein neues Gefühl der Hoffnung und Begeisterung für die Zukunft. Regierungen schlossen sich zusammen, die weitere Erforschung und Expansion des Kosmos zu unterstützen. Das immense Potenzial, das jenseits der Grenzen ihres Heimatplaneten lag, war enorm. Dies ist erst der Anfang, sagt Amelia und richtete ihren Blick auf die Stern, die im weiten Weltraum funkelten. Gemeinsam werden wir die Grenzen des Möglichen neu definieren und eine Zukunft gestalten, in der unsere beiden Zivilisationen und ansalig an der Seat gedeihen und wachsen können. Während die Partnerschaft zwischen der Menschheit und der Galaktischen Konföderation weiter gedeiht, erweitert sich der Umfang ihrer Zusammenarbeit exponentiell. Amelia und ihre Crew wurden beauftragt, diplomatisch Missionen zu anderen Mitgliedszivilisationen zu führen und das Wissen und die Erfahrungen zu teilen, die SIE durch ihren ersten Kontakt gewonnen hatten. Der einzigartige Ansatz der Menschen zur Problemlösung, ihre unbandige Neugier und ihre Fähigkeit, unerwartet Verbindungen zu knüpfen, erregten schnell die Aufmerksamkeit der gesamten galaktischen Gemeinschaft. Nach und nach begannen andere Zivilisationen, nach Möglichkeiten zu suchen, mit den Neuankömmlingen von der Erde in Kontakt zu treten, begierig darauf, von ihrer innovativen Denkweise zu lernen und das Potenzial dieser Zivilisation zu nutzen. Die aufkeimende Allianz der Menschen hat ein bemerkenswerte Fähigkeit, kulturelle Unterschiede zu überbrücken und Gemeinsamkeiten zu finden, bemerkt Carries, ein rivianische Diplomatin, während einer gemeinsamen Konferenz. Ihre Anpassungsfähigkeit und Bereitschaft zu hören waren maßgeblich für das Verständnis zwischen unseren Volken. Amelia strahlte vor Stolz, als SIE den wachsenden Einfluss der Menschheit auf der galaktischen Bühne miterlebte. Was einst ein zarter erster Kontakt gewesen war, hat sich nun zu einer mächtigen Allianz entwickelt, die
Die das Gefüge der interstellaren Beziehungen grundlegend veranderte. Als die intrepid und ihr Flot die WE-10 des Weltraums durchquerten, befanden sich Amelia und ihr Crew an der Spitze einer Bewegung. Die neue Verbindungen knüpfen und den Austausch von Ideen und Technologien innerhalb der Konföderation fordern wollte. Wir sind nicht hier, zu erobern oder zu dominieren, erklärt Amelia in einer Sendung, die in der gesamten galaktischen Gemeinschaft ausgestrahlt wird. Unser Ziel ist es, zu lernen, zu erforschen und zu teilen. Gemeinsam können wir News entdecken. Das Wohlpotenzial unserer Zivilisationen zu entfalten und ein new Ära des Wohlstands und der Entdeckungen einzuleiten, war überwältigend. Welt meldet sich, diplomatisch Beziehungen zu knüpfen und sich in dem wachsenden Netzwerk der Zusammenarbeit zu beteiligen. Amelia und ihr Team waren ständig in Bewegung, pendelten zwischen verschiedenen Außenposten und Siedlungen hin und her, schmiedeten neue Allianzen und navigierten durch die heiklen Nuancen der interstellaren Politik. Trotz dessen spruchsvollen Zeitplans und gelegentlicher Rückschläge blieb Amelia standhaft in ihrem Engagement für die Mission, angetrieben von einem tiefen Sinn für ihre Aufgabe und einem unerschütterlichen Glauben an die Kraft der Einheit. Wir sind nicht allein in diesem riesigen Kosmos, sagt sie zu ihrer Crew in einem seltenen Moment der Ruhe. Je mehr wir uns austauschen, desto mehr lernen wir und desto mehr erkennen wir, dass unser Unterschied kein Hindernis, sondern Chancen sind, zu wachsen, Innovationen voran zu treiben und eine Zukunft zu gestalten, die Grenzen unserer Welten übersteht reis. Amelia konnte nicht anders, als ein Gefühl von Ehrfurcht und Staunen angesichts der Transformation zu empfinden, die sich vor ihren Augen entfaltet. Die Menschheit war nicht lange nur ein junges Spezies auf der galaktischen Bühne. Wird zu angesehenen Partnern, Botschaften und Visionaren, die mit jedem Schritt die interstellaren Beziehungen prägten. Der geschäftliche Knotenpunkt Nexus Prime, die Hauptstadt der galaktischen Konföderation, pulsiert vor Aktivität, als die Intrepid im weitläufigen Raumhafen landet. Amelia und ihre Crew wurden von einer Delegation charischer und menschlicher Diplomaten empfangen, deren Gesichter vor Aufregung und Vorfreude strahlten. Captain Sinclair, willkommen zu Hause, sagt Sora und drückt Melis Hand herzlich. Die Konföderation hat ihr Rückkes in Suchtig erwartet. Es gibt viel wichtige Angelegenheiten, die wir besprechen müssen, während sich durch die glänzenden Korridor des Hauptquartiers der Konföderation bewegten, konnte Amelia nicht anders, als zu staunen. Die Transformation, die sich vollzogen hat. Sieht ihren ersten zaghaften Schritten in die galaktische Gemeinschaft, hat die einst vorsichtig Allianz zu einer Bluehänden. Partnerschaft mit Menschen und ihren Außerirdischen Gegenstücken entwickelt, die in nahtloser Harmonie zusammenarbeiteten, die Herausforderungen und Chancen zu bewältigen, die wir ihnen lagen. Der Fortschritt, den wir erzielt haben, ist wahrlich bemerkenswert, bemerkt Sura, ihr Augen leuchteten vor Stolz. Erwogt hat ein new Perspektiv, einen frischen Ansatz der Problemlösung eingebracht, der die Konföderation belebt hat. Gemeinsam haben wir Leistungen vollbracht, die einst unvorstellbar waren. Amelia nickte, ihr Blick schweifte über die geschäftlichen Gang. Die mit Vertretern aus unseligen Zivilisationen gefüllt waren. Es war ein langer und oft beschwerlich Reis, Sarah. Aber ich glaub, wir stehen am Beginn einer neuen Ära, in der die Grenzen zwischen unseren Welten kein Barrieren mehr sind, sondern Wedge zu einer gemeinsamen Zukunft der Erkundung, Entdeckung und des Wohlstands, als sie die Großratssaal. Amelia war beeindruckt von dem Gefühl der Einheit und Zielstrebigkeit, das die Luft durchdrang. Die enthaltenden Misstrauenswurf und kulturellen Graben, die einst die Allianz zu untergraben drohten, waren verschwunden. An ihrer Stelle trat ein Geflecht aus vielfältigen Perspektiven, während durch ein gemeinsam Vision für ein bessere Zukunft. Tara wandte sich Amelia zu, ein warmes Lächeln spielte ihr Zuge. Captain, im Namen der Galaktischen Konföderation ist es uns ein Ehre, SIE und ihre Crew einzuladen,
uns bei der Gestaltung der Zukunft uns sehr vernetzten Welten zu unterstützen. Ihre Führungsqualitäten, ihre Innovationskraft und der unerschütterliche Geist waren maßgeblich daran beteiligt, an zu diesem entscheidenden Moment zu führen. Gemeinsam werden wir einen Weg ebnen, der durch die Zeitalter hallen und kommende Generationen prägen wird. Emilia spürte ein welliger Gefühl, als es ihr vor dem versammelten Rat stand. Die Last ihres Vertrauens und die Bedeutung ihrer Mission lasteten schwer auf ihren Schultern. Doch in diesem Moment wusste es ihr, dass es ihr bereit waren, die Herausforderungen und Chancen anzunehmen, die vor ihnen lagen, und die Menschheit in ein neues Zeitalter zu führen. Galaktische Erkundung und Zusammenarbeit. Lasst uns beginnen, sagt sie mit übersüßter Stimme. Denn deren Bruch einer neuen Ära ist angebrochen. Und wir werden gemeinsam begegnen, als Partner, als Verbündete und als Freund. Imite die Sen-Werten nehmen Emilia und ihre Crew ihren Platz unter den Repräsentanten der Galaktischen Konföderation ein, bereit, sich auf ein Reise zu begeben, die den Lauf der Geschichte für immer verandern wird.